Die Geschichte, wie wir sie kennen, ist oft nur die Fassade. Während auf den großen Bühnen Schlachten tobten und Verträge unterzeichnet wurden, wurden im Schatten die eigentlichen Fäden gezogen. Wir sprechen von Intrigen, komplexen Netzen aus Täuschung, Verrat und skrupelloser Machtgier. Es sind die Ereignisse, die oft erst Jahrzehnte später ans Licht kommen, doch ihre Auswirkungen haben den Lauf der Weltgeschichte nachhaltig verändert. Von königlichen Verschwörungen über Spionageringe, die ganze Nationen täuschten, bis hin zu dem Funken, der einen Weltkrieg entfachte. Willkommen auf KI mit Stil. Heute decken wir die 5 größten und folgenreichsten Intrigen der Neuzeit auf. Unser Platz 5 führt uns ins London des Jahres 1605. England ist ein tief gespaltenes Königreich. Der protestantische König James I. unterdrückt die katholische Minderheit brutal. Die Stimmung ist explosiv. In dieser Atmosphäre der Verzweiflung schmiedet eine Gruppe katholischer Adliger einen radikalen Plan. Ihr Ziel ist nicht weniger als ein Staatsstreich durch Terror. Sie wollen den König und die gesamte politische Elite Englands mit einem Schlag auslöschen. Die Intrige ist monströs. Die Verschwörer mieten einen Lagerraum direkt unter dem House of Lords. In nächtlichen Aktionen schaffen sie heimlich 36 Fässer Schießpulver heran. Genug Sprengstoff, um das Parlamentsgebäude bei der feierlichen Eröffnung am 5. November in Schutt und Asche zu legen. Der Mann, der die Lunte entzünden soll, ist der Sprengstoffexperte Guy Fawkes. Alles scheint perfekt geplant. Doch hier nimmt die Intrige eine entscheidende Wendung. 10 Tage vor dem Anschlag erhält Lord Mounteagle, selbst Katholik und Mitglied des Parlaments, einen anonymen Warnbrief. Jemand aus den eigenen Reihen hatte kalte Füße bekommen. Mounteagle informiert sofort die Regierung. In der Nacht vor der Eröffnung durchsuchen königliche Wachen die Kellergewölbe. Sie finden Fawkes, wartend, neben den Pulverfässern. Die Verschwörung scheitert spektakulär. Die Konsequenzen sind brutal. Die Verräter werden öffentlich hingerichtet und die Unterdrückung der Katholiken verschärft sich für Jahrhunderte. Eine gescheiterte Intrige, deren Echo bis heute in der britischen Kultur nachhallt. Wir schreiben das Jahr 1917. Der Erste Weltkrieg wütet seit 3 Jahren in Europa. Die Fronten sind festgefahren. Deutschland ist verzweifelt und sucht nach einem Weg, den Krieg zu gewinnen. Die USA sind bisher neutral. In Berlin initiiert der deutsche Außenminister Arthur Zimmermann eine der gewagtesten diplomatischen Intrigen der Geschichte. Am 16. Januar sendet er ein streng geheimes, verschlüsseltes Telegramm an den deutschen Botschafter in Mexiko. Der Inhalt ist explosiv. Deutschland plant den uneingeschränkten U-Boot-Krieg, was die USA provozieren wird. Um Amerika abzulenken, bietet Zimmermann Mexiko ein Militärbündnis an. Sollten die USA in den Krieg eintreten, solle Mexiko die USA angreifen. Als Belohnung verspricht Deutschland die Rückeroberung von Texas, New Mexico und Arizona. Deutschland hofft, die USA so von Europa fernzuhalten. Doch Zimmermann hat die Rechnung ohne den britischen Geheimdienst gemacht. Die Briten hörten den deutschen Funkverkehr ab. Im sogenannten Room 40 entschlüsseln ihre besten Kryptoanalytiker das Telegramm. Sie erkennen sofort die Sprengkraft dieser Nachricht. Doch die Briten stehen vor einem Dilemma. Wie können sie die Information nutzen, ohne preiszugeben, dass sie den deutschen Code geknackt haben? In einer meisterhaften Täuschungsaktion beschaffen sie sich eine Kopie des Telegramms direkt aus Mexiko und präsentieren sie Washington. Der Plan geht auf. Als das Telegramm in den USA veröffentlicht wird, ist die Empörung grenzenlos. Die öffentliche Meinung kippt über Nacht. Nur wenige Wochen später erklären die USA Deutschland den Krieg. Eine einzige abgefangene Nachricht besiegelte das Schicksal des Deutschen Reiches und entschied den Ersten Weltkrieg. Paris in den 1890er Jahren. Die Belle Époque. Doch hinter der glitzernden Fassade brodelt es. Nationalismus und tief verwurzelter Antisemitismus vergiften die französische Gesellschaft. 1894 entdeckt der französische Geheimdienst, dass ein Offizier im Generalstab militärische Geheimnisse an die Deutschen verkauft. Ein zerrissenes Stück Papier aus einem Mülleimer, der sogenannte Bordereau, ist der einzige Beweis.
Der Verdacht fällt schnell auf Hauptmann Alfred Dreyfus. Er ist der perfekte Sündenbock, Elsässer und Jude. Die Militärführung, getrieben von Vorurteilen, ignoriert entlastende Beweise. Dreyfus wird in einem Geheimprozess verurteilt und öffentlich degradiert. Sein Säbel wird zerbrochen, seine Epauletten abgerissen. Er wird lebenslang auf die berüchtigte Teufelsinsel verbannt. Fall abgeschlossen? Nein, hier beginnt die wahre Intrige. Als der neue Geheimdienstchef Oberst Picquart den Fall untersucht, entdeckt er, dass der wahre Verräter ein anderer Offizier namens Esterhazy ist. Doch als Picquart seine Vorgesetzten informiert, stößt er auf eine Mauer des Schweigens. Die Armee weigert sich, ihren Fehler zuzugeben. Um die Ehre der Armee zu schützen, wird eine gigantische Vertuschungsaktion gestartet. Beweise werden gefälscht, Zeugen eingeschüchtert. Die Militärführung belügt die Regierung und die Nation. Die Affäre eskaliert, als der berühmte Schriftsteller Émile Zola seinen offenen Brief »J'accuse, ich klage an« veröffentlicht. Die Dreyfus-Affäre spaltet Frankreich bis an den Rand eines Bürgerkriegs. Erst nach 12 Jahren voller politischer Kämpfe und Skandale wird Dreyfus rehabilitiert. Die Affäre hinterlässt tiefe Narben und zeigt die zerstörerische Kraft, wenn Institutionen Lügen über Gerechtigkeit stellen. Stellt euch vor, die engsten Berater der Regierung und die Chefs der Geheimdienste arbeiten in Wahrheit für den Feind. Genau das war Realität im Großbritannien des Kalten Krieges. Platz 2 ist die wohl erfolgreichste Spionageintrige des 20. Jahrhunderts, die Cambridge Five. Es beginnt in den 1930er Jahren an der Elite-Universität Cambridge. 5 brillante junge Männer, darunter Kim Philby, Donald Maclean und Guy Burgess, werden von sowjetischen Agenten rekrutiert. Getrieben von kommunistischen Idealen verpflichten sie sich, ihr Land von innen heraus zu verraten. Die Intrige ist perfekt, weil diese Männer keine Außenseiter sind. Sie sind Teil des Establishments, der britischen Oberschicht. Nach ihrem Studium machen sie Karriere in den höchsten Kreisen, im Außenministerium, im MI5 und im MI6. Jahrzehntelang führen sie ein Doppelleben. Am Tag sind sie loyale Beamte, in der Nacht fotografieren sie streng geheime Dokumente und übergeben sie an ihre sowjetischen Kontaktleute. Der Schaden ist unermesslich. Sie verraten alliierte Strategien, liefern Informationen über das Atomprogramm und lassen hunderte westliche Agenten hinter dem eisernen Vorhang auffliegen und töten. Kim Philby, der gefährlichste von ihnen, wird sogar Chef der britischen Spionageabwehr gegen die Sowjetunion. Er ist der Jäger und der Gejagte in einer Person. Die westlichen Geheimdienste ahnen zwar, dass es ein Leck gibt, aber das alte Netzwerk der Eliten schützt die 5. Man konnte sich einfach nicht vorstellen, dass jemand aus ihren Reihen ein Verräter sein könnte. Erst ab den 1950er Jahren beginnt das Netz sich zusammenzuziehen. Die Spione werden nach und nach enttarnt oder fliehen nach Moskau. Der Skandal erschüttert das Vertrauen in die britische Regierung nachhaltig und prägte die Paranoia des Kalten Krieges. Just a few more steps. Warum ist ein Attentat die größte Intrige der Neuzeit? Weil dieser eine Moment am 28. Juni 1914 das Ergebnis einer tiefen Verschwörung war, deren Ziel es war, Europa zu destabilisieren und die Welt in die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts stürzte, den Ersten Weltkrieg. Sarajevo, Bosnien. Der österreichisch-ungarische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand besucht die Stadt. Eine Provokation für die serbischen Nationalisten. Doch die Attentäter, die an diesem Tag auf ihn warten, sind keine Einzeltäter. Sie sind Teil einer radikalen Geheimgesellschaft namens die Schwarze Hand. Angeführt wird diese Gruppe von niemand Geringerem als dem Chef des serbischen Militärgeheimdienstes. Die Intrige reicht bis in die höchsten Kreise des serbischen Staates. Die jungen Attentäter, darunter der 19-jährige Gavrilo Princip, werden in Belgrad ausgebildet, mit Waffen versorgt und heimlich über die Grenze geschleust. Ihr Ziel? Den Thronfolger ermorden, um einen Krieg zu provozieren. Der Tag des Attentats selbst ist eine bizarre Mischung aus Planung und Zufall. Einer der Verschwörer wirft eine Bombe, verfehlt aber den Erzherzog.
Der Anschlag scheint gescheitert. Doch durch eine fatale Fehlentscheidung nimmt die Wagenkolonne eine falsche Route und bleibt genau vor dem Kaffeehaus stehen, in dem Prinzip wartet. Er tritt hervor und feuert die Schüsse ab, die Franz Ferdinand und seine Frau töten. Die Folgen sind apokalyptisch. Österreich-Ungarn stellt Serbien ein Ultimatum. Die komplexe Struktur der europäischen Bündnisse wird aktiviert, ein Dominoeffekt, der nicht mehr zu stoppen ist. Innerhalb weniger Wochen steht die Welt in Flammen. Das Attentat von Sarajevo war der Funke, den die Verschwörer legen wollten. Eine Intrige, die zu einem Krieg führte, der 17 Millionen Menschen das Leben kostete und die Landkarte Europas für immer veränderte. 5 Ereignisse, die zeigen, dass die gefährlichsten Waffen oft Lügen, Verrat und Geheimnisse sind. Diese Intrigen haben die Welt, in der wir heute leben, maßgeblich geformt. Aber was denkt ihr? Welche Verschwörung der Geschichte findet ihr am folgenreichsten? Diskutiert mit uns unten in den Kommentaren. Wenn ihr mehr solcher historischen Deep Dives sehen wollt, lasst ein Like da und abonniert den Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Danke fürs Zusehen und bleibt wachsam.